Wir bauen eine Modellbahn und es hat sich in den letzten Episoden schon einiges getan hier in unserer kleinen Anlage. Ich zeige die mal ganz kurz von oben. So sah sie vor ein paar Tagen auch schon aus als Layout, als Gleisplan. Allerdings hat sich einiges getan. Ich habe mal eine Stellprobe gemacht mit vielen Sachen, die jetzt dann später möglicherweise diese Anlage dekorieren werden. So, in den letzten Episoden haben wir geknittert und gegipst. Ich zeige mal ganz kurz, was wir gebastelt haben. Auf der einen Seite haben wir hier oben den Berg aus einer Knitterfolie, aus einem Knitterpapier gemacht. Und dieses Knitterpapier, das ist jetzt hier mit dem Gips zusammengewachsen an der Seite. Und das kann man sich jetzt mal noch mal ein bisschen genauer anschauen. Hier sieht man das. Sieht gar nicht mehr so groß unterschiedlich aus zwischen dem Gips hier und dieser Struktur. Papierfolie hier oben drüber. Hier ist ein bisschen Granitfelsen, hier ist weißer Gips und der ist jetzt so allmählich auch schon trocken. Ja? Also da können wir jetzt dann weitermachen. Dann habe ich weiter vorne hier eine kleine Halle hingebaut. Die stand schon ganz am Anfang mal als Stellprobe. Die ist jetzt aber verlängert worden mit einer Pflasterfolie und die ist jetzt mal nur aufgelegt. Ich habe hier eine Folie genommen oder das ist ein Material, das fühlt sich an wie echtes Steinmaterial. Das ist eine Folie hier und diese Folie, die kann man einfach auch ein bisschen schneiden und legen und die habe ich jetzt schon mal hier ausgelegt. Die müssen wir jetzt einfach nur mit dem Leim auf die Holzplatte kleben. Dann an der Seite sieht man schon, habe ich hier mal genommen ganz kleine Bordsteinkanten hier an der Seite. Ich versuche die mal kurz in die Kamera zu halten, hier an der Seite, damit ihr die sehen könnt. Ganz dünne kleine Bordsteinkanten aus einem Laser-Cut-System. Das ist eigentlich eine Kartonage, die hier mit Laser geschnitten wurde. Und da kann man jetzt ganz filigran diese Bordsteinkanten sehen. Auch die werde ich dann festkleben. Dann habe ich noch was anderes kombiniert und zwar eine Papierfolie hier an der Seite, die ihr sehen könnt. Und die habe ich mir ein bisschen eingeschnitten, damit ich die ein bisschen rund machen kann. Und mit dieser runden Papierfolie habe ich mir diesen Weg hier quasi gebaut an der Seite. Da ist er zu sehen. Der führt dann quasi darüber. Auch hier sind überall diese Bordsteinkanten und zwischendrin immer wieder ein bisschen geknittert mit dem Papier. Das ist einfach hingeknittert und mit dem Kleber draufgeklebt. Dann seht ihr hier schon vorbereitet ein Maschendrahtzaun, der hier stehen wird. So ein Zaun, der geht hier einmal von da bis nach da hinten, damit man eben nicht einfach zu den Gleisen gehen wird. Und der hört dann da hinten bei der kleinen Mülltonne auf. Da habe ich noch eine kleine Mülltonne, die steht da schon hinten hinter dem kleinen Häuschen. Hier ist noch so eine kleine mobile Toilette an der Seite, damit die Leute, die hier auf der Baustelle oder an der Bahngeschichte hier mal um die Ecke biegen müssen, da auch sich dann einigermaßen befreien können. Und dann habe ich gefunden Betonplatten mit schon Betonrissen an der Seite. Kann ich auch mal ganz kurz in die Kamera zeigen, wie die aussehen. Dann seht ihr hier so ganz kleine Betonplatten, wo schon der Beton eingerissen ist an der Seite. Auch ein Laser-Cut-System, das ich mir in dieses Betriebswerk hier an der Seite legen werde. Und das ist momentan alles noch gelegt. Was ist noch neu dazu gekommen? Uiuiui, ja, Bäume. Ja, ich habe kleine Bäumchen organisiert, die ich jetzt auch schon mal zur Stellprobe ein bisschen auf die Anlage stellen kann. Der könnte zum Beispiel hier stehen, dann habe ich einen zweiten Baum hier geplant, einen dritten Baum da. Ihr seht, man kann nie genügend Bäume haben. Also Bäume sind so eine Sache, da kann man sich wirklich die Anlage ordentlich aufhübschen. So, dann seht ihr ein paar violettfarbene Punkte hier auf der Anlage. Das sind meine Bohrpunkte. Da will ich durchbohren und zwar habe ich mir überlegt, dass ich hier diese Gittermastleuchten hinstellen werde von Märklin. Ich zeige euch die mal ganz kurz. Die habe ich mir jetzt auch ausgepackt schon bereits aus der Originalverpackung und die werde ich einfach unten an den Lichtstrom der Anlage anschließen. Das heißt, da kommt jetzt gleich einfach so ein Kabel runter, so eins hier. Das ist so ein Sockel und den kann man hier einfach aufstecken und dann kann man diesen Sockel hier einfach nehmen und kann den in den Boden runterschieben und dann kann man diese Lampe einfach direkt anschließen an an den Lichttrafo, der schon unterhalb der Anlage positioniert ist. So, die erste Lampe, die kommt quasi hier hin, so an der Seite nach vorne, so oben habe ich mir das gedacht. Und deswegen lege ich die mal dahin. Die zweite Laterne wollte ich dann hier hin machen, so gerade zur Straße. Die dritte dachte ich mir dann, die kommt dann dahin.
da wo jetzt das Bäumchen steht. Das darf dann so ein bisschen zur Seite. Deswegen wird der Baum wahrscheinlich eher so hier stehen. Mal gucken, wie das so aussieht. Und dann habe ich hier ja auch noch eine Laterne geplant. Vielleicht steht dann der Baum eher hier an der Seite, denn hier soll noch eine Straßenlaterne an die Seite hin. Und dann lege ich die hier noch rein, dann ist hier noch eine Straßenlaterne, die habe ich so ein bisschen versetzt. Und auch hier seht ihr, oben sind die Betonplatten schon mal angelegt. Und meine Bordsteinkanten, die liegen hier quasi noch wie Kraut und Rüben rum an der Seite. Die kann ich mir dann leicht einbiegen. Dann kann ich mir die hier ein bisschen abschneiden und dann werde ich die hier auch genau so draufkleben, dass die hier rund sind. Jetzt beginnt aber erstmal das große Aufräumen. Denn so kann natürlich keiner was machen. Jetzt muss ich meine Stellprobe wieder ein bisschen zur Seite stellen, denn jetzt beginnt das Malen. Jetzt kommen die Pinsel zum Einsatz. Kleine Pinsel, große Pinsel, borstige Pinsel. Und die werden jetzt erstmal eine Grundstruktur ergeben. Und dazu habe ich mir verschiedene Farben organisiert. Ich habe mir einmal eine grüne Farbe hier organisiert. Mit der kann ich dann schon mal alles anmalen, was dann später zum Beispiel mit Gras beschichtet werden soll. Da werde ich so ein Graspulver einfach draufstreuen, wie so eine Zuckerdose. Und dann wird das hier grün werden. Das kommt zum Beispiel hier oben an die Seite, an der Anlage oder hier oder da oben hin. Dann werde ich mit einer ockerfarbenen Acrylfarbe, werde ich auch hier auf der Anlage malen. Alles, was so ein bisschen erdig ist, alles, was so Übergang ist von Gras, vielleicht hier auch unten zwischen den Bahntrassen, zwischen den Gleisen. Und ich habe noch eine zweite Acrylfarbe, auch hier so ein Braun mitgebracht. Das ist ein anderer Hersteller, das eine war jetzt noch, das andere ist Heki. Könnt ihr verwenden, wie ihr wollt, könnt ihr auch kombinieren und dann kann man sich das so anmalen. Das heißt, auch hier vorne, da wo ich meine Knitterfolie reingesetzt habe, an der Seite hier oben, könnte ich dann mit so einer Erdfarbe zum Beispiel reingehen oder auch grün und gelb und braun ein bisschen mischen, so ein bisschen wie Tarnfarben schon fast, damit es hier ein guter Erdboden wird und ich dann dementsprechend da alles entsprechend ausgestalten kann. So, was brauchen wir noch? Ich habe noch eine Betonfarbe mitgenommen. Auch so eine Straßenfarbe, damit ich alles, was so ein bisschen nach Beton und Betriebswerk aussieht, auch nochmal hier kombinieren kann. Auch da habe ich einfach mal zwei verschiedene Farben mitgebracht. Eine etwas hellere Betonfarbe, einmal etwas dunklere Straßenfarbe, sodass wenn auch da hinten, wo die Baustelle ist, kann man mit der helleren Farbe arbeiten, weil da ist ja möglicherweise ein bisschen alter Boden. Und da, wo frisch geteert ist, da könnte man zum Beispiel mit einer etwas dunkleren Strukturpaste arbeiten. Und da kann ich dann auch noch so eine Art Betongranulat reinschütten. Dann sieht das richtig realistisch aus, als würde hier frisch geteert sein. Das ist jetzt der Plan. Dann kommt noch der Akkuschrauber zum Einsatz, denn mit dem Akkuschrauber bzw. dem Akkubohrer werde ich jetzt gleich mal die Löcher hier durchbohren, damit ich dann später weiß, wo eigentlich ein Loch sein sollte. Denn wenn ich da jetzt drüber male, dann war meine Markierung für die Cuts und ich kann das später machen. So, und damit ihr das ein bisschen seht, wie einfach das ist, fange ich jetzt einfach mal an mit ein bisschen gelber Farbe bzw. Der Ockerfarbe hier, schraube die mal auf und gehe da einfach mal rein mit dem Pinsel, damit ihr sehen könnt, da kann man sich dann schön schon mal seine Farbwelt zusammentupfen und mal hier schon mal einfach in Gelb ein bisschen hier vorne aus. Mal schauen, ob ihr das sehen könnt an der Seite, wenn ich hier ein bisschen reintupfe oder hier an der Seite. Auch mein Maschendrahtzaun, der muss gleich noch mal weichen, denn hier wird jetzt erstmal rumgeockert und angemalt, sodass meine Anlage eine Grundierung bekommt. Die wird natürlich nachher nicht so neu aussehen, sondern das wird ganz, ganz anders aussehen später. Ich mache jetzt erstmal nur so ein paar Farbanstriche, damit ich mir das einigermaßen vorstellen kann, wie das dann aussehen soll. Ihr seht schon, das ist viel zu hell, viel zu gelb, so in der Richtung. Deswegen nehmt ihr euch am besten jetzt ein Brett, ein kleines, und grundiert mal irgendwo so ein bisschen mit der Farbe rum, um so eine perfekte Farbmischung zu bekommen. Mal gucken, ob ich noch irgendwo ein Papier habe. Da kann man sich jetzt zum Beispiel auch einfach mal von so einem Signal oder von einer Laterne hier mal was reinmalen, weil wenn die Farbe zu nass ist, das sieht nicht schön aus. So, jetzt kombinieren wir das mal so ein bisschen mit einer anderen Farbe. Ich nehme mal die braune Farbe hier mit dazu, damit wir hier mal eine schöne Mischung hinbekommen. Und schauen mal da rein, wie das sich so anfühlt von der Farbe. So, und dann geht es mal hier rein. Jetzt mischen wir das mal. Ja, sieht schon viel schöner aus. Ist schon wieder schokofarben. Und jetzt können wir mal hier ein bisschen da rummalen, wie das sich hier von der Farbe hier so anfühlen würde, wenn ich da nachher mit ein bisschen einer Strukturpaste noch drüber gehe oder mit einem
mit so einer Grasfaser, dann könnte das sehr viel schöner aussehen. Ja, und das dauert jetzt einfach ein bisschen, das Ganze einfach schön einzufärben. Da bin ich jetzt ein paar Minuten beschäftigt oder ein paar Stunden, je nachdem, wie lange ich mir da Zeit lassen werde dafür. Das macht ihr bitte erst dann, wenn der Gips getrocknet ist, sonst ist das doof. Und dann könnt ihr schon weiter arbeiten. Also ich werde jetzt erstmal vorne so ein bisschen meine Farben ausprobieren an der Stelle und werde es nicht zu schnell machen, sondern will da einfach ein bisschen erstmal schauen, in welchen Farben ich mir diese Grundierung vorstelle. Und wenn mir das hier vorne an der Seite gefällt, dann werde ich anfangen, meine Lampen schon mal irgendwie aufzustellen, schon mal vorzubohren. Ja, und ein bisschen muss man die Farben auch schütteln. Ihr seht, das ist alles noch nicht so richtig gut hier. Da müssen wir erstmal so eine kleine Grundierung machen. So, also hier nochmal einfach testen, wie das hier sich so anfühlt. Und ihr seht, die sollte schön deckend sein. Später kommen dann noch Grasbüschel drüber und dann wird es hier eine gute Struktur ergeben. Sieht momentan noch alles sehr, sehr neu und sehr, sehr glatt aus. Ihr könnt das auch hier reintupfern, dann gibt es später noch eine Struktur. Das macht man dann vor allem bei den Strukturfarben, wo noch so ein bisschen Erde eingearbeitet ist. Aber das machen wir dann später, wenn die erste Grundierung drauf ist, damit wir von der guten Strukturfarbe nicht zu viel brauchen. Also hier können wir jetzt erstmal so ein bisschen anfangen, die Anlage zu grundieren. Und je nachdem, ob das eine Winter- oder eine Sommeranlage oder eine Herbstanlage ist, könnt ihr natürlich mit anderen Farben arbeiten und hier schon mal langsam in den Ton hineinarbeiten. So, ein bisschen Grün haben wir auch noch. Nehmen wir das auch noch mal her, damit ihr mal die Farben so ein bisschen gesehen habt in den Unterschieden, was wir da so haben. Dann gehen wir hier noch mal in die grüne Farbe rein. So, das ist ein sehr helles Grün hier. Probieren wir auch mal aus, was da so rumkommt an Farbe. Und dann können wir auch damit ein bisschen mal rumprobieren. Seht ihr, oh, das ist sehr, sehr grün. Das ist sehr, sehr hell. Ja, das mischt man sich am besten auch ein bisschen zusammen mit dem Ocker. Dann kriegt man hier noch eine andere Farbstruktur. Schaut, jetzt wird es ein bisschen orange, ja, orangelich, ja, gelblich schon das Ganze. Und ihr habt dann unterschiedliche Farbtöne, je nachdem, ob das eine frische, grüne, satte Sommerwiese sein soll oder eher so ein dunkler Moosboden. Und dann kann man sich das auch noch mit Braun ein bisschen zusammenmischen. Braun muss ich noch mal ein bisschen schütteln, das war mir ein bisschen zu flüssig. Und dann geht es hier quasi gleich weiter. So, schüttel, schüttel. Na, macht die immer schön zu, die Farben, dass die dann nicht antrocknen. So, schauen wir mal, ob es jetzt funktioniert hat. Ja, das sieht besser aus. Dann gehen wir da mal rein mit dem Pinsel. Ja. So, und am besten auf mein Testpapier, auf meinen Teststreifen hier an der Seite. Und dann schauen wir da mal, dass wir da ein bisschen Farbe drauf kriegen. So, jetzt ist es schön braun. Jetzt können wir wieder ein bisschen Grün nehmen hier an der Seite und das mal mischen. Und dann seht ihr, wird das schon wieder ganz anders aussehen. So, hier, ja, jetzt kriegen wir unterschiedliche Töne hin. Und meine Knitterfolie oder mein Knitterpapier, wenn wir da ein bisschen reinpuntieren, dann sieht es gleich ganz anders aus. Na, und das macht ihr jetzt einfach so, bis alles bunt ist. Und dann sieht es schon mal so aus wie so ein kleines Acrylgemälde, eure Anlage. Das macht gleich einen ganz anderen Blick. Und wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, dann werdet ihr diese Anlage wahrscheinlich nicht wiedererkennen, außer vom Gleisplan. Denn dann wird hier ganz viel Farbe rundherum zu sehen sein und möglicherweise liegen auch schon meine Betonplatten. Die werde ich allerdings nicht hier einfach drauf liegen lassen, sondern die werde ich mit einem Weißleim einfach festmachen. Ich mache mal kurz die Farben zu, damit mir die nicht austrocknen. Muss ja nicht sein, deswegen immer ein bisschen was vorbereiten hier mit den Farben. Und zeige euch noch mal ganz kurz so einen Weißleim, was ihr da für einen Leim verwenden könnt. Gibt es auch eine ganze Menge an verschiedenen Leimen. So, erstmal die Farben zumachen. Hoppala. So, das ist gut, dann trocknet die nicht ein. Gut, Betonfarbe lassen wir dabei dastehen. Hier haben wir einmal so einen Holzleim. Den könnt ihr zum Beispiel verwenden für solche Sachen. Also hier hätten wir den da. Oder es gibt auch noch einen weiteren Leim. Ich hole den mal hier unten ab. So, große Packung. Graskleber nennt sich sowas. Ja? Also da ist viel drin, den kann man später dann verwenden, um zum Beispiel so Grasbüschel hier reinzukleben. Das ist aber auch letztendlich ein weißer, durchsichtiger Leim, den man auch verwenden kann, um solche kleinen Platten festzukleben. Oder wenn es zum Beispiel um irgendwelche größeren Sachen geht, wie Bäume, die sehr stabil sein sollen, dann bin ich großer Freund der Heißklebepistole, die man dann einfach nimmt und dann die Sachen so hinklebt, dass sie bleiben. Das habe ich zum Beispiel hier vorne mit dem Maschendrahtzaun gemacht, mit den Stempen, die habe ich schon mal hingeklebt, weil da gehe ich nachher mit der Farbe einfach ein bisschen um den Sockel drumherum, dann sehen die auch nicht ganz so neu aus.
Ja, das wäre jetzt so ein bisschen die Inspiration, die ich euch geben kann zum Basteln. Also ihr seht hier oben, da hat sich einiges getan an der Anlage und an sich haben wir jetzt diese schöne Anlage mit ein bisschen Industrieatmosphäre. Ist also keine Berglandschaft, keine heile Welt mit Bahnhof, wie man das ganz oft sieht, sondern wir haben jetzt ein bisschen Dreck auf der Anlage und das ist auch genauso geplant, dass hier ein bisschen Beton ist, ein bisschen Baustelle, ein bisschen Kies, ein bisschen Sand, denn wir haben ja auch die Baustelle als Motiv genommen, nachdem eine unserer Startpackungen, die wir uns dafür ausgesucht haben, diese hier war, nämlich die Märklin-Startpackung mit der Baustelle. Und als zweites Motiv hatten wir noch eine Startpackung genommen mit einer Dampflokomotive der Epoche 3. Und dementsprechend ist das natürlich hier ein sehr schönes Layout geworden, das ihr hier jetzt sehen könnt. So. Hier nochmal ein Blick auf ein paar Farben und ich würde sagen, ihr schaut euch jetzt einfach an, was ihr noch braucht. Ist alles im Beschreibungstext auch dieses Videos verlinkt und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn es hier richtig bunt geworden ist auf der Anlage. Viel Spaß beim Nachbasteln!